Willkommen zur Feuerstelle Teil 2. Erstmal muss man die Feuerstelle finden. Ich glaube, wir sollten vielleicht damit anfangen, großes Feuer zu machen. Oh Mann, das ist wieder eine Nummer hier. Wir hatten Bock auf was. Fakt ist, wir müssen irgendwie nochmal Bänke bauen. Der Sandhügel soll zu einer Sitzfläche werden. Die Feuerstelle muss wieder ein bisschen sauber. Das Bierversteck muss ausgearbeitet werden. Und dann wollen wir zum großen Finale den Stockbootdreher noch bauen. Ja, dann. Die Vorfreude kocht über bei uns allen. Glaubst du, wir kriegen den so an? Das ist schon ein bisschen survival-mäßig hier, ne? Guck mal, jetzt habe ich schon langsam wieder Bock. Baum rein. So, jetzt wird das langsam hier. Fuck. Nase zu und durch. Eieieiei. Haben wir das so ein bisschen unter Kontrolle hier? Ich meine, das ist ja eine Feuerstelle. Aber kann das nicht überspringen? Eieiei. Folge fängt aber gut an, du. Komm, wir machen die Feuerstelle fertig, ey. Ich hol mal im Auto. Was ist das warm hier, Alter. Der ganze Sperrmüll muss hier rein. Hält das so vielleicht? Lass mal los. Das war ziemlich dumm, erst das Feuer zu machen und dann den Sperrmüll wegzubringen. Jetzt wird es langsam wieder schön hier. Alle auf einen Streich. Das war Schritt 1. Lass mal Teams machen. Wo sind denn eigentlich alle hin? Wir waren eben irgendwie 15 Leute, dann ging es los mit Arbeiten, alle weg. Wir sind die schlechtesten Models, die ich je gesehen habe. Das ist voll scheiße hier. Hallo, soll ich hier helfen? Kannst du, wenn du Bock hast. Ja, geht so, mach ich. Genau, komm mal, pass auf. Wir buddeln den ein Stückchen ein, bis der durchgegammelt ist. Ne? Das dauert hunderte Jahre. Ja. Hunderte. Das ist eigentlich eine Aufgabe für einen Minibagger. Man sitzt hier schon ganz geil. So, Leisten und Bretter von unserem Scheunenabriss. Die werden jetzt direkt wiederverwertet. Da wir ein sehr traditionsreiches Unternehmen sind, werden wir unsere Bank heute mit Nägeln, also genauso wie die Neandertaler das schon gemacht haben, mit Nägeln und einem Fuchsschwanz werden wir das heute bauen. Ohne Elektrik. Ich hätte gern doch eine elektrische Säge. Wo sind die Motorsägen eigentlich? Geil, was ist das oder was? Wie, dass das hochspringt oder wie? Mit jedem Bier, das du rausnimmst, geht's halt höher, ne? Weißt du, was das eigentlich ist? Diese Feder? Das ist ein Plattenständer. Den stellst du quer in, da kommen Platten rein. Das habe ich von einer Freundin geschenkt gekriegt. Vielen Dank, Mart. Dein Plattenständer, der dir heilig war, ist jetzt in ein Bier versteckt. Aber das ist eigentlich eine geile Idee. Das haben die Jungs sich ganz schön einfach gemacht, aber gut. Tipptopp, da kommt niemand drauf, dass da irgendwas drunter liegt. Jetzt auf einmal hat das Hand und Fuß, das Ding. Geiles Ding, ey. Das ist der Scheißhammer hier. Es kommt nicht auf den Hammer an, sondern wie man damit nagelt. Fuck, ey! Das liegt, glaube ich, an dem Hammer. Mann, ey! Diese Scheiße hier kann man nicht richtig hammern hier. Das hält alles nicht. Das hast du alles im Rücken, die Scheiße. Ich muss Gaffer drüber. Nägel sind so kacke, ey. Ist ja auch klar, Mann, das ist ein Metallstück, was glatt ist. Ist ja klar, dass das einfach wieder rausflutscht. Wer hat das überhaupt erfunden, ohne Scheiß? So ein Metalltorpedo durchzujagen, das kann doch nicht halten. Ah, jetzt habe ich ihn unter Kontrolle. Ah. Das ist geil. Ist die süß. Wie süß ist die denn? Die ist ja wohl mega geil, ey. Achso, dass der nicht wackelt. Den willst du reinkloppen. So 1 Meter musst du doch. Versuch den Winkel nicht zu verändern, wenn du so doll. So möglich. Nee, warte, du hast. Oder was willst du machen? Hä? So, stopp mal, warte mal, bevor du jetzt irgendwas veränderst, ne? Der Winkel ist ein bisschen steil, du. Oh nee. So ist cool. Geil, hast du recht, das war eine gute Idee. Ich brauche eigentlich auch nur noch mittlerweile noch einen. Wir können ja allen Leuten erzählen, dass es Treibgut war, was wir aus unserem Wakeboard-Teich gefischt haben. So, wir holen jetzt noch mal ganz kurz die Bank ab, die die Jungs gebaut haben. Das fühlt sich so an, als wenn wir jetzt 1 Stunde im Auto unterwegs wären, ne? Die 3 Jungs haben nämlich eine große Bank. Boah, sieht die schön aus. Das Ding ist ja wohl geil geworden, Alter. Weißt du, was das ist? Das sind doch diese Gatter, wo die Schweine drauf rumgelaufen sind, ne? Ja. Darauf haben die geschissen und so. Das ist das Einzige, was man für eine Bank nicht nimmt, ne? Boah, Alter! Zum Glück haben wir Dachgepäckträger drauf. So, ich bringe euch ganz kurz zur Baustelle. Oh, fuck. Oh, wunderbar. Geiles Ding, Alter. Boah, hier oben ist aber eine windige Angelegenheit.
Also hier eine Treppe hoch und da wird komplett bepflanzt. Guck mal, hier ist noch einer, den können wir direkt mal reinsetzen. Hier sind ganz viele noch. Da hast du dir auch die schönsten ausgesucht. Hier sind die, ah geil, guck mal das hier. Das ist ein guter Plan, Alter. Sehr easy. Fertig. Hier ist auch noch ein Bierversteck. Das muss zwischen uns bleiben. Das weißt nur du und ich. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer machen. Achtet ihr bitte auf die Bequemlichkeitsformel, wenn ihr da die Stufe baut. 2S plus A oder so. Muss unter 65 sein oder sowas. Geil, wir brauchen noch eine Reling zum Festhalten, damit du hochspringen kannst. Was ist, wenn wir sowas machen? 1, 2, 3. Ja, ist durch. Das bringt doch gar nichts. Wo ist denn der andere Hammer? Der Kinderhammer. Kannst dich fast dran festhalten. Wir haben den ein bisschen weit weggebaut auch, wisst ihr das? Du hast da aus Versehen 3 Stufen zwischen deinen 2 Stufen vergessen. Sieht gut aus. ...2,5 über NN. Groß, groß, normal 0. Ja, beides groß. Hier oben kommt der Name drauf auf die ersten 2 Bretter. Dann machen wir hier eine Kette ran und lassen den, die Höhenangabe hängt und der Name ist variabel. Den müsst ihr bitte in die Kommentare schreiben, wie soll der Berg direkt beim Wakeboard Plaza und Grillecke heißen. Er darf nicht so lang sein und darf sich auch gerne biegen. Yep. Mann, Digga, Alter. Woo! Das war der entscheidende Schlag. 2. Wie geht eine 2 nochmal? Ends sind mega schwer. Was ist das eigentlich für eine Position hier, weißt du? Wenn man irgendwas irgendwo nicht hinhängen sollte, dann das hier. Ist das ein Cuttermesser? Wie funktioniert das denn? Oh, das geht aber. Entgittern? Oh, die nächsten Buchstaben werden die absolute Hölle. Weißt du was, das über ein N schreibe ich mit der Hand daneben. Ja. Ich mache eine bunte Mischung. Das ist ein bisschen so nass. Du warst wohl noch nie in der Graffiti-Szene unterwegs, wa? Hab ich noch nie verstanden, wie man die aufmacht. Da gibt es doch bestimmt irgendwie einen... Haftet jetzt nicht mehr so gut wegen meiner Spucke da an den verschiedenen Stellen. Ich glaube, das war's. Ja, jetzt ist natürlich folgendes Problem. Ich kann jetzt mit der gleichen Farbe das über ein N nicht mehr machen. Oh nein, der Pinsel ist ganz ausgenudelt. Da muss ich jetzt retten. Und, oh nein. Soll ich die 25 noch irgendwie, ich kann so eine Schattierung reinmalen. Darin war ich voll ganz gut. Oh oh. Das wird richtig schlecht. Oh oh, das habe ich jetzt verkackt, oder? Sag ehrlich. Es sieht einfach scheiße aus. Findest du wirklich? Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich male das jetzt auch noch an hier. Was ist denn was ist mit der 2 passiert? Vielleicht brauchst du hier einfach nur noch ein bisschen mehr Farbe an der Stelle. Da unten, hier fehlt alles Mögliche. Guck mal. Ey, pass auf, weißt du, was ja auch sein könnte? Wir haben es ja nicht ganz genau nachgemessen, dass es mehr ist. Wetten, das haben die bei dem einen oder anderen Berg auf der Welt auch schon mal so gemacht. Ja, aber ey, der 1 Meter, wenn du jetzt auf dem Mount Everest stehst oder was gibt's noch? Normale Hardstar oder so, Zugspitze oder was, ne? Bei der Zugspitze, da kommt es auf den 1 Meter doch nicht an. Das war doch eine schnelle Kiste. Sieht aber gut aus. Guck mal, jetzt ist das hier ein ganz anderer Schnack, wenn ich wieder mal wieder richtiges Werkzeug habe. Für das ungeschulte Auge sieht das vielleicht ein bisschen wirr aus, aber ist es ja nicht. Jetzt sag noch mal einer, dass das scheiße aussieht hier. Komm Bernie, wir bauen das an. Scheiße doch. Oh, das ist frisch gemalte hier. Oha. Oh mein schönes Schild. Ich mache erstmal fest und mache gleich den Rest. Die Konstruktion ist und bleibt aber geil. So. Also ihr müsst jetzt hier den Namen für diesen Berg noch mal ganz kurz. Denkt dran, es ist zwischen 2,5 und 3,5 Meter hoch. Wir brauchen unbedingt einen Namen, der sich ein bisschen schön biegen lässt, kurz und knackig ist und für diesen Hügel am Wasser steht. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Kann man sich hier drauf festhalten? Eigentlich müssen wir noch den Wurstgriller bauen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es dieses Mal nichts wird, aber vielleicht im nächsten Teil. Ich meine, so eine Feuerstelle geht halt nicht von jetzt auf gleich. Nee. Eine gute Feuerstelle braucht Monate oder Jahre vielleicht sogar. Hier vorne ist auch so eine Futtertränke, das ist eigentlich eine Badewanne. Die Badewanne kommt auf die Südseite als Sonneninsel. Da kann man sich so reinlegen, wie besoffen auf so einer Party. Das sind ja auch immer die schönsten Abende. Jetzt geht's los! Das ging ja schnell. Das Seil ist halt scheiße. Wir schaffen es nicht, eine leere Ja, weil das, Badewanne hier, weil das abzuschleppen? komplett hier im Arsch ist. Komm, wir schmeißen aufs Dach. Abgeladen! Die Badewanne ist nur für Inside. Ist so, muss man wissen. Geil.
Guck mal, ich führe dich noch einmal durch das ganze Geschehen. Hier neben unserem Naturschutzgebiet haben wir so eine Sprunglanze von den Pferden. Dann haben wir hier so eine in dem sauberen Bequemlichkeitsmaß ausgerichteten Treppenensemble. Kommt man hier vorne zu unseren Schweinekackbrettern, auf die man sich raufsetzen kann. Neben unserem Hügelschild mit der Maßangabe, der ein oder andere Meter ist da vielleicht verquer, aber ansonsten ist es schon eine sinnvolle Angabe gewesen. Hier nicht vergessen, bitte in die Kommentare Namen für unseren Hügel reinschreiben. Direkt dahinter befindet sich die Südtribüne und die Sonnenseite. Alter, das ist eigentlich ganz geil. Genau, und von hier aus kann man dann direkt wieder anschließen über unsere klitzekleine Treppe. Und hier haben wir unsere 2 Tribünen. Dirk Nowitzki oder was, der wird sich wahrscheinlich da hinsetzen, aber so ein ganz kleiner Basketballspieler würde sich vielleicht hier unten hinsetzen und das Feuer genießen. Also ich finde, das haben wir geil gemacht. Wir haben zwar nicht das gemacht, was wir machen wollten, aber wir haben immerhin was geschafft. Absolut. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Er kommt hier für die Anfangsszene hin, seilt sich ab und für den Abschluss kommt er wieder. Wir haben teilweise was geschafft. Also wir haben was geschafft. Wir haben wirklich was geschafft. Wir wollten eigentlich andere Sachen machen, aber wie es sich so ergibt. Wir haben Bierversteck gemacht, was tippitoppi ist, ein bisschen schwer. Das sieht total geil aus. Komm mal, ich verteile das hier direkt. Brauchen wir noch welche? Nein. Haben wir? Ist das wo einen haben wir noch? So. Geil, alle gefangen. Also für die nächste Phase, für Teil 3 von was weiß ich wie vielen, für die Lagerfeuerstelle, werden wir auf jeden Fall einen Tresen bauen für da hinten. Da muss so eine Cocktailbar rein. Dann finalisieren wir noch die kleine Ecke, da kommt ein bisschen Minze hin und so. Vielen Dank für eure Hilfe, war geil. Wenn ein Schiff kaputt geht, wenn Fischfutter in der Luft kaputt geht, also der zum Beispiel so der... Hier ist nochmal die 380er Airbus, ist das, ne? Airbus 380. Ja. Ist das nicht die große? Du meinst, ist ein Fischkutter mitgeflogen? Ja, hinten drin, im Bug. Ach so. Und wenn er rausfallen würde und sich in der Luft zersetzt, dass der hier so runterfällt, so würde das vielleicht aussehen. 380.